So I'm going to start with Charles Darwin's theory of evolution. Ich beginne mit Darwins Evolutionstheorie. Now in English, there's a phrase that everybody associates with the theory of evolution. Im Englischen gibt es einen Satz, den jeder mit der Evolutionstheorie in Verbindung bringt. Survival of the fittest. Das Überleben des Fittesten, das lässt sich im Deutschen nicht richtig übersetzen, des Fittesten oder des Passendsten. Da gibt es verschiedene Übersetzungen im Deutschen. Now, in fact, Darwin did not use the term survival of the fittest until the 5th edition of his book on the origin of species. Dabei hat Darwin diesen Begriff des Überleben des Fittestens erst in seiner 5. Auflage seines Buches Die Entstehung der Arten verwendet. Before that, he used the term natural selection. Davor hat er immer den Begriff natürliche Selektion verwendet. But Darwin borrowed the phrase survival of the fittest from a man called Herbert Spencer. Also diesen Begriff des Überlebens der Fittesten hat Darwin von einem Mann namens Herbert Spencer übernommen. And Spencer was associated with economic theories that were in support of unrestrained capitalism. Und Spencer wurde mit Theorien in Verbindung gebracht, die den hemmungslosen, den ungehemmten Kapitalismus förderten oder betonten. And this meant that economists and others, but particularly economists, took on a very narrow and wrong interpretation of the survival of the fittest. Und das führte dazu, dass Ökonomen eine sehr enge Auslegung übernahmen von dem, was gemeint war mit diesem Begriff des Überleben der Fittesten. The word fittest came to be associated with the strongest, the most selfish and the greediest. Das Wort fittest wurde in Verbindung gebracht mit denen, die am stärksten sind, am gierigsten und am, what was it, strongest? The strongest, the most selfish and the greediest. Ja, die stärksten, die gierigsten und die am meisten egoistischen. Actually, Darwin simply meant that those best fitted or suited to their environment would be the ones that would survive. Was Darwin aber eigentlich gemeint hat, ist, dass diejenigen, die ihrer Umgebung am besten angepasst waren, am besten zu ihrer Umgebung passten, diejenigen sein würden, die überleben. That's a different meaning. Das ist eine unterschiedliche Bedeutung dieses Wortes gibt. Yeah. In reality, Darwin had a broad view of evolution that did not just depend on the selfish individual. In Wirklichkeit hatte Darwin ein sehr breites Bild von Evolution, was nicht nur davon abhängte von dem Bild des Menschen als selbstbezogen egoistisch. In another book he wrote called The Descent of Man, he argued that the human species had succeeded because of characteristics like sharing and compassion. In einem anderen Buch, was er geschrieben hat, Die Abstammung des Menschen, argumentierte er, dass die Menschen als Art so erfolgreich waren, weil sie Qualitäten wie Kooperation hatten. So he said, those communities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best and rear the greatest number of offspring. Er sagte, die Gemeinschaften, welche die größte Anzahl von mitfühlenden Mitgliedern zu verzeichnen haben, entwickeln sich am besten und bringen die größte Anzahl an Nachkommen hervor. He wrote in English, there's another phrase you can go straight through. He wrote in English sympathetic, which is much closer in modern meaning to empathic. Und das Wort, was ich jetzt gerade als mitfühlend übersetzt habe, ist sehr nah an der Bedeutung von empathisch. And more fully he wrote this. Although a high standard of morality gives only a slight or no advantage to each individual man and his children over men of the same tribe, so he's saying, although being more ethical and caring gives only a slight or no advantage within a tribe, within the same tribe, he then says, an advancement in the standard of morality
will certainly give an immense advantage to one tribe over another. A tribe that includes many members who possess a high degree of patriotism, fidelity, obedience, courage and empathy, and who are always ready to help one another and to sacrifice themselves for the common good, they would be victorious over most other tribes. And this would be natural selection. Obwohl ein höheres ethisches Niveau nur einen kleinen oder auch gar keinen Vorteil für einen einzelnen Menschen und dessen Kinder im Vergleich zu den anderen seines Stammes bringt, wird eine Erhöhung des moralischen Niveaus einem Stamm mit Sicherheit gewaltige Vorteile gegenüber einem anderen Stamm bringen. Ein Stamm, in dem viele Mitglieder getragen sind von Patriotismus, Treue, Gehorsam, Mut und Empathie und jederzeit bereit sind, einander zu helfen und sich selbst für das Gemeinwohl zu opfern, wird den meisten anderen Stämmen überlegen sein. Und dies stellt eine natürliche Selektion dar. So the key thing is, Darwin is arguing that natural selection operates at the level of the individual and at the level of the group. Das Wichtige ist, dass Darwin hier argumentiert, dass natürliche Selektion sowohl auf der Ebene des Individuums geschieht, als auch auf der Ebene der Gruppe. And those groups that contain the most people who are caring and helpful to each other would be the ones that would survive and prosper. Und jene Gruppen, die die meisten Individuen enthalten, die selbstlos sind und fürsorglich und sich um andere kümmern, sind diejenigen, die die größeren Chancen haben gegenüber anderen Gruppen. Nevertheless, unfortunately, the damage was done. The misunderstanding over the meaning of this phrase, survival of the fittest, caused a lot of damage. Aber leider ließ sich dieses Missverständnis, dass diese Formulierung des Überlebens des Fittesten hervorgerufen hatte, ließ sich nicht mehr umkehren, ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Yeah. It became to be understood as those who were the most selfish and greediest. Es wurde einfach so verstanden, dass damit diejenigen gemeint waren, die am eigennützigsten und gierigsten waren.